Mit Godot 4.4 Development Snapshot Nummer 3 kommt ein Feature, auf das viele seit langem warten, zumindest schon mal für GDScript, während es in C# noch in Arbeit ist, und ich rede dabei von Inspector-Buttons zu haben, das Tool Skripte Funktionen als Buttons im Inspector verfügbar machen können. Doch wie geht das in GDScript und wie wird es vermutlich in C# dann funktionieren? Ich bin der Truly Most Wanted und ich erkläre dir dieses Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten. Daumen hoch, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren für weitere Tutorials und Fragen und Feedback gerne in die Kommentare. Legen wir los! Wenn du die 4.4 Dev 3 ebenfalls runterladen willst, geh auf den Link in der Videobeschreibung und dann nimm hier unten für Windows eben die .NET oder GDScript Version. Die Szene ist hierbei sehr simpel aufgebaut. Wir haben ein Icon hier oben, ein Sprite 2D und hier unten 3 Varianten eben mit Editor-Skripten, die wir gleich uns der Reihe nach anschauen. Starten wir mal in GDScript. Damit du Tool-Buttons nutzen kannst, brauchst du ein Tool-Skript und das machst du in Zeile 1 ganz oben mit dem Add-Tool-Attribut. Das musst du hinzufügen. Class-Name ist optional, macht aber deine Ressourcen und Nodes besser auffindbar in den jeweiligen Katalogen. Beim Exportieren von Variablen und Exportgruppen ändert sich überhaupt nichts. Das ist genauso wie vorher. Du kannst aber die neuen Buttons auch Exportgruppen unterordnen, was sehr praktisch ist. Und wie legt man einen Button an? Mit dem neuen Export-Tool-Button-Attribut. Da kannst du 2 Dinge angeben, nämlich einmal den Text, der auf den Button drauf soll, und hinten dran auch den Klassennamen von einer Klasse, um dessen Icon zu nutzen, eben wie das Color Rect zum Beispiel. Das ist nur das Aussehen hier in Zeile 10. In der 11. Zeile darunter direkt definierst du den Inhalt des Buttons. Du legst eine Variable an, die heißen kann, wie sie möchte, und dort weist du eine Funktion aus deinem Skript zu. Hier unten haben wir insgesamt 4 Stück für setRandom auf dem Self-Modulate, der Global Position, der Rotation in Grad und der Skalierung. Und für jede von diesen 4 wollen wir hierbei einen Button anlegen. Ganz wichtig ist, der Methodenname grundlegend würde reichen, wenn die Funktion keine Parameter hat. Aber sollte deine Funktion Werte annehmen wie Color, String oder anderes, dann musst du .bind hinschreiben und in den runden Klammern hier deine Parameter wie gewohnt durch Komma getrennt einfach angeben. Wenn man das Skript speichert und eine Node zuweist, dann sieht das Ganze hier so aus. Dann kriegen wir hier einmal das Sprite 2D als unsere Variable hier oben aus Zeile 5 und wir kriegen eben die Export Group Inspector Buttons, das ist dieser Bereich hier, mit den 4 Buttons, die wir hier unten haben. Heißt hier, für unser zugewiesenes Sprite können wir das Self-Modulate hier ändern pro Buttonklick. Wir können die Global Position hier randomisieren und es irgendwohin bewegen. Wir könnten hier die Rotation komplett zufällig generieren oder wir könnten auch die Skalierung größer, kleiner und breiter machen, wie wir lustig sind. Bis das Feature in C# da ist, dauert es noch wahrscheinlich 1 oder 2 Development Snapshots. Aber bis dahin zeige ich noch mal den alten Weg, wie es funktioniert. Und zwar brauchst du ein Tool-Attribut in jedem Falle, denn nur Editor-Skripte können eben Logik ausführen, wenn man etwas Bestimmtes macht. Wir wollen hier unten 4 Properties vom Typ Bool exportieren. Und das sind unsere Möglichkeiten, Buttons zu erstellen, ohne wirklich Buttons im Inspektor zu haben. Denn jedes Mal, wenn von diesem Haken im Inspektor der Wert geändert wird, im Set hier unten, soll eine bestimmte Funktion ausgeführt werden. setRandom Self-Modulate Color haben wir hier, Global Position, Rotationen, Grad oder die Skalierung. Das sind ebenfalls die gleichen 4 Funktionen wie in GDScript, nur hier unten eben in C# geschrieben. Deswegen sieht es vielleicht leicht anders aus, aber es ist dieselbe Logik wie vorher. Fügt man das Skript einer Node hinzu, sieht das Ganze in C# wie folgt aus. Wir haben hier in der Kategorie Inspector Buttons eben unsere 4 exportierten Bool Properties und weil es ein Editor-Skript ist, können wir einfach hier reindrücken und das Ganze ändert sich sofort. Das gleiche auch bei Position oder auch umgekehrt hier bei der Rotation oder hier unten auch bei der Random Skalierung in groß oder in klein. Hier ein Konzept, wie es in C# aussehen könnte in Zukunft. Ich mache aber nochmal ein Update-Video, wenn es dazu kommt und wir die Änderung endlich da haben. Aber meine Prognose wäre, es wird in Godot irgendwo ein neues Attribut erstellt werden. Und zwar hier das Export Tool Button Attribute, was von der C# Attribute Klasse ableiten soll. Dann haben wir dort auch die Möglichkeit, 2 Dinge anzugeben, nämlich den Namen des Buttons
oder eben der Text, der drauf gehen soll und auch ein Icon, was wir festlegen können. Wenn es dieses Attribut gäbe, dann würden wir wahrscheinlich genau wie in GDScript hingehen und erstmal ein Tool-Skript bauen und dann unseren Funktionen und Methoden einfach oben drüber sagen hier, nutze das Export-Tool-Button-Attribut, gebe diesen Text hier an, der auf dem Button soll, mach dahinter noch gerne ein Komma und dann eben zum Beispiel hier ColorRect eben für den Icon-Namen zu bestimmen. Diese Tool-Buttons sind wirklich sehr praktisch und ein Beispiel, was mir in den Sinn kam, ist ein Parser oder eben ein Converter. Wenn du von einer JSON-Datei in eine Ressource umwandeln möchtest oder aus einer Ressource zum Beispiel einen JSON-String erzeugen möchtest, dann könntest du dir einen Converter bauen für diese beiden Sachen und das Ganze eben per Knopfdruck hier hin und her umwandeln. Und das war alles, was du zu Inspector Buttons wissen musst. Wenn du mehr herausfinden willst, mach Steuerung Linksklick auf das Export Tool Button Attribut und du kommst hier direkt nochmal in die Doku mit mehr Erklärung. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen haben sollte. Gerne auch den Kanal abonnieren für weitere Folgen und Tutorials und für mehr Software- und Spieleentwicklung bei uns auf twitch.tv/trulymostwanted reinschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.